Jo, hi, zurück zu Sherlock Holmes. Also wir sind hier noch bei den Brackenstalls und haben eigentlich alles Mögliche uns angeschaut. In der Beschreibung steht hier, wo war es jetzt? Wir sollen mal den guten Tobi aus der Baker Street holen und mit ihm mal hier ein bisschen Spuren verfolgen. Das mache ich doch jetzt mal, dass wir da mal eben kurz hinfahren und ihn abholen. Wo ist denn Tobi? Hallo? Tobilein? Ach, da liegt er wieder. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurück, ne? Search, Toby. Search. Ah, wir sind der Tobi jetzt. Okay. Ah, da hat er so eine Spur. Kann Tobi auch ein bisschen schneller? Ja. Tobi ist echt langsam. Ah. Und die Spur geht da raus. Sehr schön. So. Lauf, Junge. Die Spur führt zum Schuppen. Okay. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Ah, okay. Hier geht's aber noch weiter. Da durch, oder was? Ja. Mann, ist der langsam. Oh. Zum Brunnen. The scent leads to the well. I should check it. Okay, und dann ging es doch aber hier jetzt noch weiter, ne? Ja. Lauf, lauf. Er gibt alles, ne? Okay, was ist hier noch? The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Finde ich hier irgendetwas an der... Ja, The intruder's trail is lost behind this wall. ja gut, da sind sie rüber, ne? So, aber was haben die am Brunnen gemacht? Noch ein Schlückchen trinken, oder was? Okay. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Naja, mit dem Eimer... I need a hook. Hook. Ja, den kriegen wir vielleicht aus dem aus dem Gartenhäuschen, ne? Oder? Weil ich meine... Da haben wir This den Hook. hook might be useful. Ja, glaube ich auch. Small gardening tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Na, dann wollen wir doch mal, wenn die verschoben wurden.
Haben sie ihn hingeschoben. Komm. Man sieht jetzt This nichts. old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okay, that's it. Aber ich habe den Haken jetzt. Und den werde ich da doch mal benutzen, oder? Flupp. Silverware. This is hardly a coincidence. Okay, das ist doch nicht so witzig. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Na, das ist ja interessant. Haben die ihr Zeug hier zurückgelassen? Ah, ist das strange. Puh. Also Tobi hat das gefunden. Ich will auch mal gucken hier. Wir hatten doch... Ja, was haben wir eigentlich für eine Trophäe gekriegt hier? Den Dolch oder was? Ach, den Silberdolch. Hätten wir noch einen goldenen geben können. Okay. Lady Brackenstall. Höchstwahrscheinlich. Na, so höchstwahrscheinlich. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Also, die ist nur sehr selten unterwegs. Seemanns Knoten am Dingenskehen. Das finde ich immer noch strange. Also Zeit für ein paar Schlussfolgerungen. Also, das finde ich schon sehr eigenartig. Silberbesteck geworden. Also 2 Gläser und Weinstein. Ne? Das ist sehr interessant. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein, naja, garantiert nicht. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern getrunken haben. Der Rest wurde in ein drittes Glas geschüttet, deswegen ist nur darin Weinstein. Jo, ne, das hört sich für mich natürlich so an, weil wer mag schon Weinstein in seinem Wein? Okay, so, was haben wir noch? Täter. Ne, Täter, das sind die Randalls. Die Randalls als Sündenböcke, Randall-Bande. Es gibt keine... Das weiß ich nicht, ob das inszeniert wurde. Komm, also Freunde, das ist zu viel jetzt. Die Leiche, Silberbesteck gefunden. Das ist natürlich schon sehr eigenartig, ne? Also, Schürhaken und Kamingitter hört sich jetzt erstmal interessant an, aber ich würde eher sagen Schür und Leiche. Ja, das denke ich mal schon, ne? Oder ist er auf das Gitter gefallen? Ach komm, ich wollte noch ein bisschen weiter überlegen. Zurückgezogenes Leben und Australien. Wo ist denn Australien? Lady Brackenstall heiratete Sarah kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Bekanntschaft und Ansehen. Lady Brackenstall kennt jemanden, der an Bord der... Ich sag mal so, Seemann wäre natürlich geil, ne? Das wird zu dem Seemannsknoten passen. Und jemand, der größer ist
und den Knoten gemacht hat, ne? Aber das ist ja nur eine Vermutung. Leiche. Okay, nö. Es kann auch Kamingitter sein, ne? Aber eigentlich, wenn das so ranspritzt, hört sich das eher an wie... Ich weiß es noch nicht, ey. Das ist echt alles nicht so lustig. Was haben wir noch? Ne, das hilft noch nichts. Gewaltausbrüche, nö, alles eigenartig. Okay, lass mal gucken. Was haben wir denn noch so auf der Tagesordnung? Wir müssten eigentlich mal jetzt darüber sprechen, was ist denn los? Und das Seil würde ich mir auch gerne mal angucken. Es könnte noch Geruchsspuren der Täter aufweisen. Ja gut, aber das müsste doch von Tobi gemacht werden. Tobi, bist du draußen? Tobi? Okay, Tobi ist weg. Aber wir sprechen erstmal. Vielleicht ist Lestrade noch da. Ja. Vielleicht mal eben anquatschen. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Okay. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Also für mich ist das ja schon komisch. Das können wir eigentlich mal uns nochmal anschauen hier, weil wo war das denn? Als Sündenbock, ne? Das waren die nicht, die Vögelchen. Das weiß ich nicht. Das Seemanns-Ding ist auch komisch. 2 Personen. Weiß ich nicht, das kriegt man nicht raus. Ja, das können wir mal so festhalten. Der Typ war wohl schon ziemlich ugly drauf. Okay, also wir quatschen nochmal mit der Dame, weil das scheint mir hier alles ein bisschen sehr eigenartig. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Die schenken sie erstmal ein Weinchen ein, klauen Silber, was sie dann in den Brunnen reinpacken, das ist doch alles Bullshit. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship?
Jetzt nochmal mit ihr reden. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Wo ist Doggy? Das ist schon echt... Ups, das ist alles schon so ein bisschen eigenartig, ne? Also, wir müssten das Glockenseil mit dem Ladybug, bla, sie können nach Geruchsspuren und Täter aufweisen. Ja, aber da muss ich das mit hier Captain Bimber machen, oder? Weil Hundi ist ja weg, ne? Ich fahre nochmal in die Baker Street. Ach, Hundi ist mit dabei noch. Okay. Weil Geruchsspuren, die kann ich jetzt hier nicht untersuchen, oder? Hier, doch. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Naja, eine Schere. The fibers from this cut appear to be different. Okay. Haben wir noch Zange. Können wir mal schneiden? Wie schneide ich denn jetzt was? Also, ich sag mal ja und ich nehme mal keine Let us see how Ahnung. the rope was cut. Wir nehmen mal. Okay, wir gucken uns das mal The an. fibers at the end Gut. of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Okay, es wurde mit dem Messer geschnitten, was immer uns das sagt, ne? Scharfes Messer. Und Seil. Seemanns Hintergrund. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Und mit einem Seemannsknoten. Das kann ja, okay. Der müsste auch größer gewesen sein, das wissen wir auch. Nur, wo kriegen wir denn den her? Und das wissen wir nicht, sorry, ich wollte das da. Das ist, für mich ist das klar. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es ein Unfall war, ich würde jetzt erstmal sagen, Schlag mit dem Schürhaken, oder? Mörderische Besuch wurde von derjenigen Person getötet, die an der Tatnacht zu Besuch bei... Oh, diese Person war auch lediglich in einen Stuhl gefesselt. Handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Ja. Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch von Abby war wohl ein Seemann.
Okay. Suchen wir nach Seemännern. Alter, muss ich hier wieder aus dem Fenster grölen? Erstmal gucke ich mal, was die Nachbarin macht. Hallöchen. Alter, wer hat sich das denn bitte einfallen lassen? Tobi. Ja, du bist der Größte. Okay, also wir werden jetzt nochmal zu der Dame hinfahren. Und mit ihr sprechen, wer denn der Seemann ist. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She Alter, suffered ist so er sehr much. She freundlich. deserves some rest. Was haben wir noch am Start? Wir haben keine Hinweise mehr, ne? Nö. Haben wir noch irgendwelche Dinge? Ach, Moment mal. Im Archiv, ach komm. Ja, 1893. Na gut. Schade, dass uns das jetzt erst einfällt, weil wir gerade in der Baker Street waren. Das ist 83. Nee, nochmal zurück. 93. Oder bla bla bla, Rückkehr Gibraltar und so weiter, Canal Building, James Street, London, 6-monatige und so weiter und so fort. An Bord des Schiffs reist Miss Bla, Familie Fraser, die Ländereien und Zimberge in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Frau Bla und so weiter. Also Frau Fraser war damit. Here it is. Ja. Wiggins. Hol uns mal ein paar Typen ran. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Wiggins, komm. Holen wir mal ein paar Typen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many Ja, ways. wahrscheinlich. Eine Übereinstimmung zwischen der jetzigen Crew und damals, ne? Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Zurückbringen geht nicht mehr, wa? So, lass mal gucken. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor.
And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. November 7th, okay. Oktober. November 10. Na, was haben wir noch hier? Oktober bis März. Warte mal. Hä? Abfahrt. Ankunft in England. 12. Ankunft. Abfahrt. Oktober, da war auf jeden Fall weg. Abfahrt in London, Ankunft in Lalala, so. Ankunft im März. Was denn? Captain Officer. Hä? Ich raff's nicht. Mal eben kurz gucken, was hat er gesagt? 6. November. Ankunft in London am 12. November. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ja, sorry, ich habe da ja auch nur aus Versehen drauf geklickt. Oktober. I do not think that this sailor has any connection to the case. So, wen haben wir denn hier? Charles. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay, also nochmal weiter. Rupert Murdoch, Vicky, George Stewart, Marcus Peter Davison. Alfred Pitchfork, okay. Wir haben hier noch den This Kollegen officer Walker. is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay. Der auch, ne? This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay, so. Und jetzt geht's um Woods, Crocker, Chill. So, hier ist der gute This Woods. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Crocker und Chill. Das Chill. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Von einem guten Crocker haben wir überhaupt gar keinen Eintrag, ne? Nö. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. Ja. This list shows the Der Crocker ist nirgendwo drauf. Oder Crocker. Crocker, whatsoever. Oder? Doch, da ist er, Jack Crocker. Okay. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime.
and he is due to depart in 2 days. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Puh, das ist natürlich belastend. Bestellen Sie den Captain Crocker, um ihn zur Rede zu stellen. Okay, wie bestelle ich den? Kann ich den anrufen? This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Hoffentlich ist er nicht so gewalttätig wie der andere Seemann. Na komm. Mr. Holmes, Oh. I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Wir werden jetzt nochmal ihn hier unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, erstmal ist er, glaube ich, ein tougher Boy, ey. So ein bisschen aufpassen. Was hat er für Mützchen? Ja, weil er ja der Captain ist. Oh. Kräftiger Körperbau. Der haut uns bestimmt gleich wieder eins auf die Glocke. So. Zeitungstinte. Ach, und ein Messerchen hat er auch dabei. Matrosenmesser. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Ja klar, weil du voll die Seemannsknoten benutzt hast. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Das Your stimmt. theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bed. Na komm, ey. Crooks Aussage und hier Captain Crook und Crooks Aussage.
Captain Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp, so ein Bullshit. Ist ein Mörder und sie werden ihnen keine Gnade. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau von einem gewalttätigen und untrunkssüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden diese Details für sich behalten. Ja, so sehe ich das. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Hey, warte. Oh, der ist stark, der Gute. So. Freundchen, lass was mal. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Yep. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Ja, für mich okay, ne? Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Okay,
Das war's, ne, Captain Crocker. So, sind wir gut gewesen? Alles easy. Okay, das ist gut. Puh, sehr gut. Wir sind immer noch neutral. So, das Drama von Kew Garden machen wir beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao.